Oh, ich bin schon auf Sendung. Entschuldigung. Oh. Also, ich muss sagen, heute mal ohne Assistent. Er hat sich gerade vertschüsst. Macht uns aber auch nichts, nicht wahr? Wir machen uns trotzdem eine schöne Zeit. Und wie Sie sehen, ich habe meine Brille auf. Das bedeutet, es ist Minifiguren Einwohnerzeit. Darauf haben Sie sich doch sicher schon wieder sehr gefreut, sicher genauso wie ich. Und ich muss sagen, heute starten wir im Vergnügungspark. Wieder etwas, was gar nichts für mich ist, aber ich bin froh, dass es Leute gibt, die da gerne fahren, nämlich bei der Achterbahn. Ach, das reimt sich ja schon wieder. Also immer, wenn ich diese Brille auf habe, dann reime ich was zusammen, das ist ein Wahnsinn. Naja, gut. Also wir sind bei der Achterbahn. Sie wissen immer, wenn ich damit fahre, dann wird mir so schlecht, so schummrig hier im Bauchbereich. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen ich fahre nicht damit, aber danke, dass sich hier ein paar Personen bereit erklären, doch hier mit unserer Achterbahn zu fahren und nicht nur damit fahren, also nicht nur Vergnügen, nein, es gibt auch noch Leute, die hier arbeiten möchten. Man möchte es kaum glauben, es gibt auch hier etwas zu arbeiten. Und da hat sich unser Kollege von Pauls Klemmbausteine dazu bereit erklärt, dass er hier als Monteur bei der Achterbahn arbeitet. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist so. Und jetzt wissen wir auch, wieso unsere Achterbahn nicht fährt, denn der Monteur ist gerade dabei, dass er wieder das Achterbahn, wie nennt man das, Gefährt schmiert, denn da ist was stecken geblieben und das sehen wir uns jetzt am besten gleich an, damit Sie sich da auch auskennen, warum das hier nicht motorisiert ist. Also, ich hoffe, unser Kollege macht da einen guten Job, damit doch bald wieder das fahren kann. Wie gesagt, danke an Pauls Klemmbausteine, dass Sie sich hier widmen. Ach, genau, wir sehen ihn hier drinnen. Sie sehen, der nette Kollege hier, er steht hier mit dem Ölkännchen und versucht da quasi dieses Gefährt wieder zum Laufen zu bringen. Ich fahre das mal kurz zurück und dann, upsala, sehen wir das genauer. Wenn ich nicht überall anstoßen würde, wäre das leichter. Genau. Perfekt. Also vielen Dank an den Herrn Kollegen. Wir sehen, da ist irgendwas, da steckt was und der kümmert sich darum. Und wenn er das gut macht, dann vielleicht wird ja doch die Achterbahn auch mal motorisiert. Jemand, der auch bei dieser super schönen Achterbahn mitfahren möchte, die er leider gerade nicht fährt. Ich hoffe wirklich, Herr Kollege, dass Sie das hinbekommen. Aber er sitzt schon im Wagen. Das ist Leon Nowak und das ist dieser Junge. Sie sehen ihn hier an zweiter Stelle. Moment, ich zoome mal drauf. Genau, lieber Leon, es freut uns, dass du hier bei der Achterbahn mitfährst. Das Einzige, es tut mir sehr leid, dass sie jetzt gerade stecken geblieben ist. Ich hoffe, du hast heute nichts mehr vor, denn ich glaube, das wird etwas länger dauern. Aber ich denke, du sitzt ja auch gut und dann sollte das auch kein Problem sein, nicht wahr? Genau hier in der Mitte, wir sehen ihn recht gut. Heute habe ich einfach Probleme mit dem Zoom, aber es macht nichts. Mit dem Fokus. Ach, diese technischen Begriffe, ich sag's Ihnen, es ist immer wieder ein Graus. Na gut, dann machen wir uns auf den Weg. Wir müssen jetzt nämlich zum Naherholungsgebiet. Wir sind genau auf der falschen Seite. Deswegen krabbel ich wieder mal eine Runde. Oh, beziehungsweise mein Herr Assistent ist doch wieder da. Naja, wir freuen uns, dass er wieder da ist. Bitte sehr viel. Der Herr Assistent ist da und übernimmt die Kameraführung. Ups, immer diese Eisenbahnschienen. Wir zeigen ihm in der Zwischenzeit ein paar Eisenbahnen her. Überhaupt kein Problem hier, wenn wir ein bisschen was überbrücken müssen. Soll ich etwa auch hinüberkommen? Ich bitte darum. Sehr gerne, Frau Meldeamtbeamtin.
Es sind auch schon wieder neue Bewerbungen eingelangt, die werden wir natürlich auch berücksichtigen, aber es sind noch ein paar vorgereiht worden, die sich schon vor längerer Zeit beworben haben. Ihnen, und es wird einen ja immer ganz schummrig, wenn man hier herumkrabbelt, aber gut. Mit meiner vielen Zettelchen. Ich habe eine Bewerbung bekommen, Sie mögen es nicht glauben, von Herrn Andi B. Und der hat sich nicht alleine beworben. Nee. Es gibt auch Leute, die sich mit anderen bewerben und der hat sich mit seiner ganzen Vanille beworben. Wir wollen die Vanille jetzt natürlich auch mit in die Stadt nehmen. Wir sind ja nicht so, nicht wahr? Man kann die Kinder ja nicht alleine zu Hause lassen. Das verstehen wir seit kurzer Zeit auch sehr gut. Und deswegen haben wir gesagt, dann nehmen wir einfach die ganze Vanille mit, nicht wahr? Und die ist gerade dabei, sich auszulüften hier beim Naherholungsgebiet. Und Sie sehen es hier, ein idyllisches Bild. Herr Andi B. mit seiner Vanille. Er schiebt gerade den Kinderwagen. Also ich muss sagen, die Männer heutzutage nicht wahr? Also die kümmern sich ja wirklich reizend um die Kinder. Früher hätte es das nicht gegeben, dass die den Kinderwagen schieben, aber ich bin begeistert. Ja, da ist seine Kleine drinnen, nicht wahr? Und seine Frau, auch eine sehr attraktive Frau, muss ich sagen. Also da hat Herr Andi B. doch sehr viel Glück. Und dann hat er hier noch seinen kleinen Jungen, der schon vorausläuft, zum Glück nicht sehr weit, denn das wollen wir natürlich nicht, dass sich der Kleine dann hier im Wald verläuft. Das wäre ja mal gar nichts, nicht wahr? Und damit da auch nichts passiert, falls sich doch der kleine Junge mal verlaufen würde, haben wir Herrn Thomas Russ hier. Ich schwenke mal hier rüber und Sie sehen es, das ist unser Förster hier. Auch sehr nett, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei uns mitzuwirken. Also vielen Dank hierfür. Er ist mit dem Gewehr unterwegs. Ich hoffe, er braucht es nicht. Aber gut, Herr Thomas Russ, vielen Dank. Also er schaut da, dass kein Müll weggeworfen wird von den Wanderern und dass sich eben niemand verläuft. Und natürlich auch ein bisschen auf das Getier wird geachtet. Das ist sehr, sehr, sehr reizend von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Gut, es ist schon wieder so stark, aber gut, ich mache weiter. Wir sind einen kurzen Sprung mal in das Winter Village unterwegs. Da haben wir nämlich auch jetzt einen Postbeamten, einen sehr netten jungen Mann. Und der steht da direkt vor dem weihnachtlichen Postamt. Also wenn Sie mal bitte hier rüber mir folgen würden. Wir sind hier wirklich am Sporttreiben, Ende nie, aber... Rita spart sich das Fitnesscenter heute Abend. Aber wirklich. Wir haben ein weihnachtliches Postamt. Der Herr wollte unbedingt zum Postamt kommen. Ich dachte mir, warum nicht gleich das Weihnachtliche, wenn wir wieder Briefe an das Christkind schreiben, ist das natürlich keine schlechte Sache. Und Sie sehen hier, das ist unser Postler. Jetzt habe ich natürlich schon wieder, ich muss Ihnen leider sagen, mit Namen habe ich es ja leider so gar nicht, aber ich komme schon noch drauf. Das ist der Herr... Der gute... Sollen wir in der Zwischenzeit ein paar Züge filmen? Der gute Herr... Übrigens möchte ich auch jetzt endlich mal hier diesen Weihnachtszug in Betrieb nehmen. Wie ihr vielleicht sehen könnt, er hat schon einen 9-Volt-Motor verpasst bekommen. Der ist hier im Tender drinnen. Man könnte auch die Lokomotive ganz einfach motorisieren, aber... Da habe ich hier dieses 3-Achsen-System beibehalten und dafür im Tender den 9-Volt-Motor angeschlossen. Das Einzige, was hier jetzt noch fehlt, ist ein Trafo. Den habe ich nie aufbauen dürfen, weil Rita immer hier beim Winterdorf gearbeitet hat und es mir nicht erlaubt war, hier Kabel zu verlegen, aber das kommt in der nächsten Zeit auf jeden Fall. So, wie heißt der junge Mann? Joyce Lego-Welt. Es tut mir so leid, aber ich bin einfach mit Namen so schlecht. Sie müssen ja wissen, ich habe sogar den Namen meines Mannes am Anfang immer vergessen. Also bitte nehmen Sie da Rücksicht. Ich bin wirklich bei Namen. Es ist verheerend. Es ist wirklich verheerend, ja. Du siehst mich auch so selten vor allem. Da musst du auch nicht wissen, wie ich heiße. Ich denke mir auch, es ist anderes wichtiger, nicht wahr?
Dann Richtig. warten Sie, ich bin am Weg, also wir sind jetzt dann am Weg. Wir müssen leider wieder zurück, es tut mir so leid. Aber wir müssen zu dieser Polizeistation, wo davor ein Park ist, beziehungsweise Polizeistation und Parkhaus. Und da ist ein kleiner Park. Es ist direkt ein bisschen schwindlig heute, aber alles gut. Ihr seht es, unsere Meldeamt-Beamtin arbeitet, obwohl es ihr schon viel zu stark wird. Es trudeln so viele Bewerbungen herein, dass sie gar nicht mehr nachkommt. Ich habe gar keine Zeit mehr zu schlafen. Sie hat keine Zeit zu schlafen, sie macht keine Pause mehr. Nein. Sie ist nur mehr am Arbeiten. Wen haben wir denn hier, meine Liebe? Genauso wie unser netter Nerd hier, der ist auch nur am Arbeiten. Es gibt hier leider auch in unserer Stadt Laptop-Probleme und da widmet sich dieser Herr hier, Sie sehen ihn hier mit dem roten T-Shirt, bitte mal kurz schwenken. Einen Schwenk mit der Kamera. Neben ihm sitzt eine genervte Frau. Es ist übrigens Markus Werner. Er repariert gerade den lilanen Laptop dieser lieben jungen Frau, die aber eben leider etwas genervt ist, weil ihr Laptop schon wieder nicht funktioniert. Aber zum Glück haben wir den netten Herrn Markus Werner und er kümmert sich um das Problem. Ich hoffe wirklich, dass er das hinbekommt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, wer kennt das nicht? Probleme mit dem Laptop. Deswegen, ich sage Ihnen, deswegen schreibe ich das alles noch auf Zettelchen. Ganz oldschool. Ja, kennen wir auch. Richtig. Immer wieder mal bei einem YouTube-Upload, wenn was nicht so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Ach ja je. Da bekommt man graue Haare Ja, und deswegen das wollen wir gar nicht. lieber keine Computer, ganz richtig, ja. Haben wir noch jemanden? Noch ein paar, wir machen uns auf den Weg zum Hafen. Im Hafen habe ich nämlich einen schicken, also so... Hoppala. Bitte keine Arbeitsunfälle. Wäre fast hier über die Teilekisten drüber gefallen, aber kein Problem. Bitte keine Arbeitsunfälle. Wir haben hier einen sehr, sehr schicken, also dieses City Lines, Sie kennen ihn, dieses riesen Frachtschiffchen hier und das ist wirklich eine Verantwortung, muss ich sagen. Also dieser Herr übernimmt hier die Führung. Er ist der Kapitän dieses schönen Schiffes und ich muss da fast aufmachen, denn einen schönen... Da fällt die halbe Brücke runter. Einen schönen Kapitän haben wir selten gesehen. Ich nehme ihn mal kurz raus, sonst sieht man den leider sehr schlecht. Er ist ein Schicker, das ist der Briggs Officer und er steuert dieses Schiff. Er hat sogar da sein Fernrohr mit und ich muss sagen, also Uniformen, also Männer, wenn ihr Uniformen habt, bitte unbedingt anziehen, das sieht wirklich schön aus. Da wird man schwach. Aber Ich sag dazu jetzt wir gar haben nichts. leider keine Zeit, um schwach zu werden. Wir müssen weitermachen. Ich war mal beruflich Anzugträger, sogar mehrere Jahre lang. Und da hat mich Rita immer ein wenig belächelt und ausgelacht. Ja, weil ich die Hemden bügeln musste. Da ist es dann wieder aus mit der Schwachwerderei. Da wird man nur schwach, weil einem irgendwann die Hand runterfällt. Aber das ist auch wieder ganz was anderes, nicht wahr? Da wollen wir jetzt sie nicht belasten. Gut, wir haben noch 2 neue Einwohner dazu bekommen. Wir haben wieder einen Mann, der auch sehr brav arbeitet. Wir haben hier einen Leuchtturmwärter und das ist der Herr Steine-Finn. Oh, herzlich Der willkommen. wartet und wärtert den Leuchtturm. Funktioniert einwandfrei, dieser Ich muss Leuchtturm? sagen, er hat da wirklich einen guten Job gemacht. Da hat er sich auch den Cappuccino verdient. Genau, er trinkt während der Arbeit Cappuccino, aber das sei ihm vergönnt, wenn er so gut auf die Schiffe aufpasst, die hier aus- und einfahren in unseren Hafen. Eindeutig, hier ist wieder etwas passiert, aber das ist kein Problem, das stellen wir wieder hin. Und dann haben wir noch jemanden, der planschen gehen wollte, beziehungsweise eigentlich surfen gehen wollte und jetzt planschen geht, Herrn Richard S. Ja, Oh, er ist... wo ist da der Surflehrer? Ich weiß nicht. Ich glaube, er dachte, er bekommt das gut hin. Jetzt ist er leider rücklings vom Surfboard gefallen. Ich hoffe, er tut sich nichts. Ja, Ja, und ich hoffe auch, er wird nicht von diesem Garnelenkutter hier überfahren. ach, das Denn wäre gar den Kapitän von dort kennen wir auch. Das ist ja ein sehr zwielichtiger alter Mann, der eigentlich schon längst in Rente gehört. Richard S. hoffen wir nicht.
Hoffentlich ertrinkst du nicht. Willkommen in Wild City an dieser Stelle. Aber noch ist er ja noch nicht im Wasser, also er hält sich gerade noch am Surfboard. Vielleicht war er in vergangenen Zeiten mal ein bekannter und begnadeter Limbo-Tänzer und das ist so sein Move, wie er die nächste höhere Welle ansteuert, die hier von diesem Garnelenkutter freigelassen wird. Und er wird wahrscheinlich den Damen, diesen Langhalsdamen hier imponieren wollen und oder er macht gerade einen Rückwärtssalto auf dem Surfboard. Das könnte natürlich genauso sein. Man weiß es wirklich nicht heutzutage. Die Leute denken sich ja immer wieder was Neues aus. Da gibt es ja auch diese Stand-up-Paddeln. Ja, lauter komisches Zeug. Lauter komisches Zeug. Brauchen wir Unser alles eins nicht. ist einfach nur baden gegangen, nicht war im Badeanzug, auch nicht mit diesen freien Bereichen hier. Aber gut, naja. Alles zu seiner Zeit, genau. Ja. In dem Sinne, wir sind wieder mal durch. Es hat mich sehr gefreut, dass sich wieder so viele bereit erklärt haben, doch in unserer Stadt ein Teil zu werden. Falls Sie auch Ideen haben und sich noch nicht beworben haben, was ich nicht hoffe, denn ich hoffe, Sie sind unserem Aufruf schon längst gefolgt, dann bitte bewerben Sie sich noch, alles kein Problem. Wir werden versuchen, das zu berücksichtigen und ich werde weiter arbeiten. Genau, wenn Sie sich schon beworben haben, wir arbeiten an Ihrer Bewerbung. Es kann sich nur mehr um Monate handeln, bis Ihre Bewerbung berücksichtigt wird. Aber schauen Sie immer wieder mal rein. Es wird niemand vergessen. Wir geben unser Bestes. Ja, und ich denke mir, bei anderen Sachen dauert es Jahre, also können Sie auch Monate warten, nicht wahr? In dem Sinne bleiben Sie jung und gesund, damit Sie auch noch das Video mitbekommen, wo Sie dabei sind. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder, bauen auch Sie eine kleine Minifigur. Und ja, haben Sie Freude dabei. Tschüssi. Tschüss.